Hallo, ich bin Franka, das ist mein Bass und ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Den hier brauche ich heute gar nicht. Ich habe mich nämlich entschieden, mal andere Bassistinnen zu Wort kommen zu lassen. Ich habe ja diesen Kanal gegründet, um Frauen und Mädels zu inspirieren, auch mal den Bass auszuprobieren. Und was gibt es da eigentlich Besseres, als zu zeigen, was es schon für tolle Vorbilder auf den Bühnen gibt? Den Anfang macht heute ein echter Knaller, das ist Ines von den Broilers. Die Broilers, die gibt es seit den 90ern, die haben einen riesen Fankreis, die haben 7 Studioalben veröffentlicht und deswegen freue ich mich ganz besonders, dass sie zugesagt hat. Außerdem ist sie natürlich ein gutes Beispiel für eine coole, selbstbewusste Bassistin und deswegen definitiv ein Vorbild. Also lasst euch inspirieren, viel Spaß! Hallo, ich bin die Ines, ich spiele Bassgitarre wie die Franka, das seit fast 25 Jahren. Und da uns generell aufgefallen ist, dass in der Musikbranche nicht so viele Frauen am Bass vertreten sind, dachte sich die Franka, dass es gut wäre, ein bisschen Werbung für dieses Instrument zu machen, denn es macht einfach unglaublich viel Spaß, Bass zu spielen. Und ich werde euch heute einfach mal erzählen, wie ich dazu gekommen bin, zu der Musik gekommen bin und zu allem, was so dazugehört. Ich bin eigentlich zum Bass gekommen, weil wir eine Band gründen wollten und es fehlte ein Bassist. Ich hatte mit Gitarre angefangen, ich hatte 1-2 Jahre vorher Gitarre gespielt und habe mich aber mit dem Gedanken eigentlich recht schnell angefreundet und fand das auch total interessant, mal einen Bass in die Hand zu nehmen anstelle einer Gitarre, weil das doch etwas ungewöhnlicher war. Und habe mich dann recht schnell damit angefreundet und fand es auch wirklich ziemlich gut, dann diese Rolle zu haben und wollte auch gar nicht mehr zurück an so eine filigrane Gitarre. Und seit 1995 bin ich ein Teil der Broilers und spiele da den Bass. Andi, unser Schlagzeuger, kam damals auf mich zu, weil die Broilers einen Bassisten suchten. Und kurze Zeit später stand ich eigentlich auch schon im Proberaum und wir haben die ersten Lieder zusammen gespielt. Natürlich werde ich auch oft gefragt, ob es einen Unterschied macht, weil ich die einzige Frau in der Band bin und nein, ganz ehrlich, bei uns macht es keinen Unterschied. Wir gehen alle respektvoll miteinander um und sollte es auch sein. Es ist eigentlich ziemlich egal, welches Geschlecht vor mir steht oder welches Geschlecht ich habe. Viel erschreckender finde ich eigentlich, dass ich immer für die Sängerin gehalten werde, sobald ich erzähle, dass ich Musik mache, dass ich in einer Band spiele. Ich mag am Bassspiel eigentlich sehr gerne, dass es ein Instrument ist, was man nicht immer direkt hört oder nicht mitbekommt, was nicht so im Vordergrund steht. Man aber, sobald es weggenommen wird, merkt, dass irgendwas fehlt. Und der Bass ist einfach mit dem Schlagzeug die Rhythmusfraktion, das Gerüst der Band. Und hier sind jetzt mal so einige Bässe, die ich so habe und die ich super gerne spiele. Das ist mein erster Bass, das ist ein Yamaha-Bass. Der ist leider bei dem Unfall ziemlich zerstört worden. Das sind Sandberg-Bässe, Sandberg-California-Bässe, Fender-Bässe, Fender Jazz, ein Fender Aerodyn, ein Akustikbass. Bei Bässen achte ich eigentlich immer darauf, dass der Hals nicht zu dick ist, weil ich ansonsten Schwierigkeiten mit dem Greifen habe. Der Bass darf nicht zu schwer bei mir sein, weil ich den ja auch eine Zeit lang tragen muss. Und ansonsten ist es eigentlich ein Anziehen, ein Anprobieren vom Bass. Ich habe von Anfang an leider keinen Bassunterricht genommen, was ich mittlerweile bereue und es gerne getan hätte. Aber dafür bin ich jetzt dabei und nehme fleißig Unterricht und fand das damals aber auch gar nicht notwendig. Ich habe mir den Bass geschnappt, ich habe einfach Spaß gehabt, ich habe darauf rumgeklimpert und ehrlich gesagt war es mir auch ziemlich egal, ob sich das alles in dem Moment gerade anhört, die Töne, oder ob der Ton an sich sauber getroffen ist, ob gut gegriffen ist, ob ich richtig greife. Damals zählte es einfach, in den Proberaum zu gehen, Musik zu machen, laut zu sein und Spaß zu haben. Und ich finde es ganz wichtig, dass sowas eigentlich immer noch im Vordergrund stehen sollte, wenn man sich für ein Instrument entscheidet. Und man kann es auch lernen und man sollte es auch lernen, aber es sollte dann doch eigentlich die Leidenschaft und der Spaß im Vordergrund stehen. Und ich glaube, dann macht man was auch gerne. Und wenn man etwas gerne macht, dann macht man es auch gut. Das war Ines von den Broilers. Lasst mich gerne wissen, was euch an dem Video gefallen hat, was euch inspiriert hat, was euch überrascht hat. Und wenn ihr Vorschläge habt, welche Bassistinnen hier noch zu Wort kommen sollten, immer her damit. Also bis zum nächsten Mal.